So ein bisschen fühlt sich das hier an wie im krassen Nirgendwo. Lost irgendwie, 1000 Kilometer von Deutschland entfernt. Wir sind in Litauen, unterwegs zu einer der gefährlichsten Grenzen Europas. Wir sind nur wenige Kilometer entfernt von der Grenze zu Belarus drüben. Man sieht hier tatsächlich auch überall Grenzbeamtenstreifen. Wir wurden auch schon kontrolliert, haben unsere Ausweise gezeigt, gesagt, wer wir sind, was wir hier vorhaben. Aber man merkt wirklich schon, die Grenzbeamten hier, die sind unter einer hohen Anspannung. Wir sind hergekommen, weil wir wissen wollten, warum diese Grenze so gefährlich ist und haben uns deshalb hier verabredet. Weit draußen an einer Wache der litauischen Grenzschützer. Karolis ist einer der Chefs hier. Er darf zwar keine Interviews geben, aber er will uns mitnehmen an die Grenze zum Nachbarn Belarus. Früher hieß das mal Weißrussland. Wir schalten unsere Handys ab. Es könnte sein, dass Belarus versucht, genau zu checken, wer da auf der anderen Seite unterwegs ist. Karolis fährt mit uns und seinen Kollegen ran bis direkt an die Grenze. Ohne ein Okay der Grenzschützer darf man hier gar nicht erst hin. Aber wenn der große Grenzzaun nicht wäre, erzählen die Grenzschützer, dann käme man auf der Straße hier direkt bis nach Moskau. Ja, krass. Jetzt stehen wir hier direkt am Zaun rüber. Wenn man rüber guckt, sieht man die belarussische Seite. Hier sieht man überall Kameras, die jetzt auch auf uns gerade drauf zeigen und hier die Grenze bewachen. Ja, es ist schon ein merkwürdiges Gefühl irgendwie. Also wir kennen ja eigentlich aus Europa irgendwie die offenen Grenzen und dass man überall befreundet ist mit den anderen Ländern. Und hier sieht man jetzt halt eben mal ganz krass, hier sind 2 Zäune, einer auf litauischer Seite, einer drüben in Belarus. Jede Menge Kameras und man weiß, naja, wahrscheinlich hören die da drüben irgendwie mit, ne? Im Boden haben sie extra Sensoren. Die Kameras reagieren auf jede Bewegung. Nur an ganz wenigen Stellen kommt man überhaupt rüber über die Grenze. Ansonsten fliegen vor allem immer wieder Drohnen aus Belarus herüber. Ja, und das ist ja auch die Grenze hier, die die deutschen Soldaten im Zweifelsfall beschützen müssten, ne? Also die sagen selber, dass sie tatsächlich 5 Kilometer Abstand halten. Sie wollen nicht unnötig provozieren, so sagen sie das. Aber genau hier würde es natürlich dann im Ernstfall darum gehen, NATO-Gebiet zu beschützen, an genau dieser Stelle zu Belarus. Ob hier wirklich was passieren kann? Jedenfalls marschieren an diesem Morgen nur 100 Kilometer entfernt jede Menge Soldaten auf. Vor allem Deutsche. Sie sind diejenigen, die diese Grenze verteidigen müssen. Eine davon ist Julia. Eine, die gesagt hat, ich verlasse meine Heimat und gehe ins kalte Litauen. Sie ist seit 2024 hier. Ihr Freund Daniel seit 2025. Er ist auch als Soldat in Litauen. Kannst du den sehen? Ah, ganz hinten. Also ganz hinten rechts. Du darfst leider nicht winken, ne? Nee, also ich könnte jetzt schon winken, er darf halt nicht zurückwinken. Ich werde Julia und Daniel begleiten hier in Litauen und will wissen, wofür würdet ihr kämpfen? Es ist ein Aufmarsch, der Stärke zeigen soll, eben weil die Lage an der Grenze so angespannt ist. Viele der Soldaten sind erst seit kurzem in Litauen, einem Land, in dem man sich ganz schön warm anziehen muss. Also was krass ist, es ist richtig kalt, minus 15 Grad, wir frieren total. Ich glaube, die Soldaten, die frieren auch ein kleines bisschen. Für die ist das hier aber nicht einfach mal nur so eine Übung oder so, sondern man merkt, es ist richtig, richtig ernst. Denn das sind die Soldaten, die im Zweifelsfall die NATO-Ostflanke, so nennt man das im Bundeswehrjargon, verteidigen sollen. Die NATO-Ostflanke, also eben auch Litauens Grenze zu Belarus. Die NATO, das ist ein militärisches Bündnis von Staaten aus Europa und Nordamerika. Ziel ist gemeinsame Verteidigung. Wird ein Mitglied angegriffen, kommt das Bündnis zur Hilfe. Zur NATO gehören auch Litauen und Deutschland, aber auch zum Beispiel die USA. Am Rande des sogenannten Militärappells treffen wir den Verteidigungsminister, also den höchsten Chef der litauischen Soldaten. Wie er findet, dass die Bundeswehr hier ist, frage ich ihn. Es ist ein großartiges Gefühl, ein Gefühl von Sicherheit, Stabilität und der besten Abschreckung, die wir uns wünschen können. Abschreckung, darum also geht's. Die deutschen Soldaten, die sollen Eindruck machen auf die, die da auf der anderen Seite des Zaunes sind. Es ist auch der Auftrag von Julia und Daniel. Die beiden haben sich hier in Litauen kennengelernt, weit weg von zu Hause. An einem Ort, der so ganz anders ist als die deutsche Heimat. Eben ein Ort, wo die Gefahr von Krieg viel größer wirkt als bei uns.
Einerseits finde ich schon, es ist wichtig, hier zu sein, aber so ein bisschen Angst spielt natürlich immer mit rein. Was wäre, wenn, was passiert, wenn, aber im besten Fall passiert es natürlich einfach gar nicht. Ja, was macht die Angst aus? Die Nähe zur Grenze ist natürlich ein großer Punkt, wenn man jetzt guckt auf die Karte, Weißrussland, Kaliningrad, wir sind direkt in der Mitte. Irgendwie, denke ich mir, ist das ein ziemlich komisches Gefühl. Ein Zaun, der so gefährlich ist, dass tausende Bundeswehrsoldaten aus Deutschland gekommen sind, um ihn zu bewachen. Aber Belarus auf der anderen Seite ist eine Diktatur. Ein enger Freund vom Nachbarland Russland und von Wladimir Putin. Russlands Präsident, der gerade einen brutalen Krieg gegen die Ukraine führt. Und in Litauen fragen sich viele, sind wir vielleicht als nächstes dran? Wenn Putin auch den Rest Europas überfallen würde, dann würde er wohl durch Litauen. Wir reisen in die Hauptstadt Vilnius. Hier leben Julia und Daniel. Um dieses Land zu beschützen, sind die beiden freiwillig hierher gekommen. Hi. Er sieht ja super aus bei euch, ne? Guten Morgen. Danke. Kommt einfach mit. Wenn man hier um die Ecke geht, ist man direkt in unserem, ich sag mal, Wohn- und Essbereich. Wir haben hier eine große Couch, ein paar Regale, mein Bücherregal, einen sehr bequemen Sessel. Ist das so dein Lieblingssessel hier, oder? Das ist mein Lieblingssessel, ja, und Julias Lesesessel. Wer darf öfter drin sitzen? Ja, das... Ich. Julia und Daniel sind vor kurzem hier zusammengezogen. Kennengelernt haben sie sich in der Kaserne. Ich dachte zwar immer so, ja, kein Soldaten. Warum? Ach, weiß nicht, mochte ich einfach nicht so. Und ja, dann ist es doch einer geworden. Aber ich sag mal, ich war auch nicht aktiv auf der Suche, ne? Was auf einen zukommt, das kommt auf einen zu. Die beiden sind ein Paar und ein bisschen auch sowas wie ein Stück Normalität füreinander. 1000 Kilometer von zu Hause und ihrer Familie. Wen vermisst du am meisten? Mein Bruder, ja, doch. Warum? Ja, das ist mein Bruder. Nee, ich war für ihn öfter mal ein Vaterersatz. Es gab da ein paar Probleme mit seinem leiblichen Dad und deswegen habe ich dann irgendwann diese Rolle übernommen und deswegen, ja, doch, bedeutet er mir schon sehr viel. Jetzt sind die beiden zusammen hier. Zusammen in dem, was auf den Fotos fast wie ein Abenteuer aussieht, am Ende aber eben auch gefährlich sein kann. Man übt ja nicht für irgendwas, man übt ja, um es dann im Endeffekt zu können. Und ich würde schon sagen, dass es hier noch mal bewusster wird, wofür man übt, als jetzt im Inland. Natürlich spielt der Abenteuerfaktor trotzdem eine Rolle, sagen sie. Zeigst du jetzt auf Kamera deine Fake-Schleifen? Geht's gleich richtig los hier. Das ist keine Fake-Schleife. Aber auch die Kohle. Die Bundeswehr zahlt ihnen hier ungefähr 50% mehr als in Deutschland. Und natürlich sagen sie, wir sind auch hier, weil wir Europa im Ernstfall verteidigen wollen. Es ist was, woran man sich erstmal gewöhnen muss. Europa im Krieg. Really? Aber wer durch Vilnius fährt, der sieht, hier ist die Kriegsgefahr längst Alltag. Überall Ukraine-Flaggen, Solidarität mit dem angegriffenen Land. Sprüchebanner an der Stadtverwaltung, die sinngemäß sagen, schickt Putin vors internationale Strafgericht in Den Haag. Und sogar solche Schilder, die zeigen, hier in diesem Haus ist ein Schutzraum, wenn was passieren sollte. In Litauen haben viele Angst vor einem Krieg, auch in ihrem kleinen Land, das sich ganz alleine nur schwer verteidigen könnte. Ich habe das Gefühl, dass jederzeit etwas passieren könnte. Und wir versuchen einfach keine Panik zu kriegen und damit klarzukommen. Wir haben doch gerade alle das gleiche Problem. Mit euren Soldaten hier fühlen wir uns viel sicherer. Also zu wissen, dass ihr helft, da fühlt man sich tatsächlich sicherer. Es geht zur Arbeit, zur Kaserne für Julia und Daniel. Der Besen, was da hinten kommt? Der Besen ist hinten drin, bei mir im Fußraum hinten. Ich geb's dir gleich. Ja. Wie dankbar die Litauer sind, dass sie da sind, das spüren sie hier oft. Ich stand an einer Ampel und neben mir fuhr ein Auto vor und hupte auf einmal. Da habe ich mich natürlich erschrocken und habe nach links geguckt und da saß ein älterer Herr drin und hat gelächelt und hat einfach einen Daumen hoch gezeigt. Und das war halt schon sehr niedlich. Und es sind halt, ich weiß nicht, so kleine Dinge, die einem dann auch so ein bisschen den Tag erhellen.
In Deutschland erleben sie sowas nicht so oft, sagen sie. Vielleicht auch, weil die Litauer sehr genau wissen, warum die deutschen Soldaten hier sind. Das ist halt wieder was ich cool finde. Und natürlich sind wir immer noch, eine deutsche Dienststelle und verteidigen die Freiheit und die Demokratie des deutschen Volkes. Aber jetzt hier speziell in Litauen sind wir natürlich auch einfach da, um genauso die Freiheit der Litauer zu verteidigen. So wie die beiden sind mittlerweile 1700 Soldaten vor Ort in Litauen bei der sogenannten Panzerbrigade 45. Bis Ende 2027 sollen es sogar 5000 Soldaten und andere Mitarbeiter der Bundeswehr sein. Dann wollen die Deutschen auch in eine eigene, frisch gebaute Kaserne ziehen. Gerade kommen sie noch in einer Kaserne der Litauer unter. Julia und Daniel arbeiten hier bei der Fernmeldekompanie. Ihr Job ist also, dass die Soldaten im Frieden, vor allem aber im Krieg, zum Beispiel per Funk miteinander kommunizieren können. Ja, dadurch, dass wir ja nicht im selben Büro untergebracht sind, verabschieden wir uns dann meistens bei mir im 1. Stockwerk und Daniel geht dann noch ganz hoch. Julia macht hier das Backoffice, kümmert sich um Post, um Krankmeldungen, um Anträge und auch um die Verpflegung der Soldaten, während draußen im Hof ihre Kollegen mit dem schweren Gerät vorfahren. Der Panzer Getica Boxer ist eines von mehreren Panzermodellen, das hier stationiert werden soll. Das alles kostet natürlich viel Geld. Geld, das Deutschland investiert für einen Fall, der hoffentlich nie eintritt. Hi, schön, dass es klappt. Raphael. Guten Tag, Marcel. Im Ernstfall rückt mit dem Panzer der General, also sein Chef hier aus, erklärt mir Marcel. Und wir dürfen auch mal mitfahren. Was ist hier drin los, wenn wirklich der Einsatz käme? Ich gehe stark davon aus, dass es eine sehr angespannte Atmosphäre sein wird. Nichtsdestotrotz sind wir Soldaten so darauf getrimmt, dass wir noch weiterhin agieren müssen und das durchziehen müssen. Auch Marcel hat zu Hause in Deutschland viel zurückgelassen. Nach Litauen gehen, für ihn keine Frage. Ich bin Soldat durch und durch, sagt er. Macht das was mit ihm, zu wissen, was hier passieren kann? Wenn täglich der Ernstfall in meinem Kopf wäre, dann hätte ich wahrscheinlich zu arg Angst. Nichtsdestotrotz habe ich im Hinterkopf, dass wir hier nah an der Grenze sind und dass jederzeit irgendwas passieren könnte. Er hat sich ganz bewusst entschieden, hier hinzugehen, als Berufssoldat. Wer Wehrdienst macht, muss übrigens nicht nach Litauen, wenn er nicht will. Denn klar, wer hier stationiert ist, der muss sich bewusst sein. Soldat, das ist nicht einfach mal nur mit dem Panzer rumfahren, sondern bereit sein für den Ernstfall. Ja, danke schön. Und das ist tatsächlich ein besonderes Gefühl, hier drin zu sitzen. Es ist laut, man sieht nicht so viel, das Licht ist rot und es fühlt sich fast ein bisschen an, wie in einem U-Boot zu sitzen, oder? Wie geht dir das? Ja, es ist sehr interessant, dadurch, dass man den Lärm von außen überhaupt nicht mehr mitbekommt und gerade da in seiner Stille sitzt. Es ist je nach Lage ein mulmiges Gefühl, aber auch ein sehr interessantes Gefühl, ja. Um es auf den Punkt zu bringen, mit bald 5000 Soldaten sind sie hier, weil die Gefahr von einem Krieg real ist. Aber mir fällt auf, im Alltag spielt das für viele Soldaten hier keine große Rolle. Wenn man Julia am Schreibtisch zuschaut beim Arbeiten, dann merkt man, unter all dem Normalen, den Papieren, den Anträgen, den Akten, denkt man nicht die ganze Zeit an Gefahr. Ja, weil man die Bedrohung halt auch einfach schnell vergisst. Aufgrund dieser Normalität, dass man einfach zum Dienst fährt und hier seinen Dienst tut und dann nach Hause fährt, sich mit Freunden trifft oder sonst irgendwas. Mindestens 3 Jahre bleiben sie in Litauen. Ein Land, in dem sie sich schon fast ein bisschen zu Hause fühlen. Und von dem sie doch wissen, sie sind nicht nur zum Arbeiten hier, sondern im Notfall auch zum Kämpfen. Wenn es wirklich zum Äußersten kommt und ihr kämpfen müsst, wofür kämpft ihr dann? Ganz klar für unsere, also in meinem Fall für meine Familie, für meine Freunde. Und natürlich auch für alle Menschen, die sich nicht selbst verteidigen können. Ich trete hier für die ein, die sich selber nicht verteidigen können und möchte das dann halt auch dementsprechend nach außen zeigen. Zurück an der Grenze. Die Grenze, die Julia und Daniel im Notfall verteidigen müssten. Wir fahren zurück, weg von diesem Zaun, der daran erinnert, dass wir in ziemlich ungemütlichen Zeiten leben. Einer der Grenzschützer, der erzählt mir noch auf dem Rückweg, wir haben in Europa lange gekämpft um Freiheit, darum seine Meinung frei sagen zu können. Wenn das angegriffen würde, er würde genau das jederzeit verteidigen. Mehr zur Bundeswehr?
In diesem Film war mein Kollege Tom auf einem Kriegsschiff der Marine unterwegs. Und hier haben unsere Kollegen von Cooked gecheckt, wie viel die TikTok-Videos der Bundeswehr wirklich mit der Realität zu tun haben.